Die besten Geschichten, die gibt es nur im Ahrtal. Ja, hier ist Burkhard. Grüß dich, Burkhard. Hallo. Ja, da ist ein Reisemobil 30 Jahre alt und das hat eine ganz besondere Geschichte. Der Mann, der es dir verkauft hat, ist kurz danach leider verstorben. Ja, der hat noch 2 Wochen gelebt. Und dann ist er leider verstorben. Er war ein super Typ, glaube ich. Und das ist ein Bürstner, der ist original 30 Jahre alt. Zustand ist klasse. Und du hast aber gesagt, du hast eine Anzeige reingestellt bei eBay Kleinanzeigen. Ja, ich habe reingesetzt, dass ich eine Tochter habe und der gerne Europa zeigen möchte. Und ob irgendjemand mir ein schönes Wohnmobil mit H-Kennzeichen und 2 Jahre TÜV verkauft. Und daraufhin hat sich der Mann gemeldet und toll. So, und dann hast du gerechnet mit, ich glaube, 15.000 oder sowas. Ja. So, es kam noch viel besser, denn ihr habt dann telefoniert und dann hast du aber gefragt, was soll er denn kosten, oder? Ja, klar. Dann hat er gesagt, weil ich das bin und er meint, ich wäre super, ein toller Typ mit Tochter alleinerziehend. Und, ist auch wirklich so, also der ist ja... Ist wirklich so, ja, ja, klar. Und dann hat er gesagt, wenn du das Ding haben willst, gebe ich dir den für 4,7. Für 4,7. Ja. So, dann 2 Jahre TÜV und H-Kennzeichen. mit Funkgerät. Mit Funkgerät und Radio. Mit Solar. Mit Solar und Anhängerkupplung. So, Mit allem drum und für 4,7. So, und dann weißt du ja selber, das war auch während der Pandemie. Jetzt ist der Mann aber wirklich verstorben. Ja. Der stand in der Halle zur Abholung bereit. Der war allerdings im Osten. Die stand der da? Bitte? Der stand im Osten. Im Osten, ja. In Rathenow. Okay. Ich vergesse das immer, weil das so eine komische... Das ist in... Havelland. Du darfst ja, glaube ich, wenn du umziehst, darfst du das Kennzeichen behalten einmal, oder? Ja, darf man behalten. Ja. Und ich komme ja aus Essen und das ist so eigentlich schön, weiß keiner, wo der herkommt. Überall bist du angesprochen, wo kommt der denn her? Hast du Rost? Hast du Rost am Auto? Nein, überhaupt nicht. Ich habe drunter geguckt, der hat nicht eine Roststelle. Hat nicht eine Roststelle, das heißt, der stand wahrscheinlich die ganze Zeit in der Halle, oder? So was hier ist kein Problem. Nee, das ist ja auch kein Rost. Ja, und das Nein, Rost hat er gar nicht. Ich habe drunter geguckt, der sieht aus unten wie... Der stand immer unter so einem Dach. Ist ein Peugeot. Ja. So, das ist ja tolles Fahrzeug. Früher hat man ja anders gebaut, das weißt du noch. Das ist ein Holzständerwerk, was da drunter ist. Weißt du das? Nee. Also ich erkläre das mal. Außen die Wand ist Alu. Das ist hier ein Riffelblech, also praktisch ein Hammerschlag, aber ein Feinhammerschlag. Siehst du das? Mhm. So, und darunter ist eine Holzkonstruktion und Styropor. Mhm. So Ja. wie die Wohnwagen früher gebaut wurden. Ja, und dadurch sind die auch gut isoliert. Ne? Die sind super isoliert. Also ist wirklich so. Und der hat... Das ist die einzige Macke, die der hat, da oben das Fenster. Ja. Sonst habe ich nichts gefunden hier dran, gar nichts. Ich weiß das nämlich. Weißt du warum? Wir haben diese Art von Wohnwagen schon ganz oft gefilmt und die haben, wenn die in der Halle standen, nur ein kleines Problem. Du musst ab und zu mal gucken, ob die entsprechenden Fenster dicht sind oben. Also einfach nur gucken, weil die... Ich war vorige Woche drauf hier. Mein Nachbar hat mir eine Leiter geliehen. Ich habe oben das ganze Dach gewaschen. Das war auch gar nicht dreckig. Das ist alles top. Ist gar nichts. Ich finde nichts da dran. Ist auch absolut dicht. Hier die Trummerheizung. So war der Auslass früher. Ja. So, oben ist die Ansaugung, unten ist der Abgas. Die Trummerheizung drücke ich nur auf den Knopf, springt sofort an. So, der hat ein H-Kennzeichen. Das heißt, du darfst damit sogar nach Stuttgart fahren. In die Stadt. Und ruhst der ein bisschen, wenn du anlässt? Ja, manchmal ja. Ja. Am Anfang, oder? Aber nicht so. Wenn ich ihn jetzt anmachen würde, diese kaum. Ja. Kaum. So, der hat eine Rückfahrkamera, sehe ich. Ja, die geht aber glaube ich nicht. Oder habe ich noch nicht rausgefunden, weiß ich nicht. So, Satt hat er auch drauf? Ja. Satt hat er auch drauf. So, Auch. dann eine Leiter. Dann gab es eine lustige Geschichte. Du hast ja bezahlt, ich glaube 4,57 und dann ist dir einer hinten drauf gefahren. Hinten drauf gefahren, ja. Beim Abbiegen. So ein armer alter Mann. Der hat mir auch richtig leid getan, aber. Tja. Dann kam der Sachverständige. Und dann war das richtig teuer. Nochmal, wie viel? Das hat gekostet 2.700 Euro. So, hast du denn sofort reparieren lassen, wie ich sehe? Ja klar, sofort. Nee, das Problem ist, Dir das rücklich zu kriegen, ne? das rücklich zu kriegen ist nicht so einfach. Ich habe jetzt also ein paar Mal inseriert, gesucht, hat sich keiner gemeldet. Jetzt wollte ich mal nach Bürstner selber fahren. Vielleicht haben die ja sowas noch oder bestellen mir das. So, liebe Leute, wenn ihr dieses Fahrzeug kennt, Peugeot Bürstner Alkoven 1990, so ist es so. Der ist jetzt der H-Kennzeichen. Ruft bitte mich an bei German Television, schreibt mir eine Mail, ich werde es weiterleiten an dich, ja, dass wir das Ganze kriegen. Und so, der war auch schon im Elchland, wie ich sehe.
Keine Ahnung. Ich habe versucht, die abzumachen, aber ich weiß es nicht, wo der überall war. Arctic Circle, guck mal hier. Hast du gesehen? Ja, aber sagt mir nichts. Das ist Arktiskreis irgendwie da. Meinst du, der hat schon mit Eskimos da oben und mit... Ja, sieht so aus. Guck mal Das hier. Einzige, was er hat, ist da die Beule da oben. Aber das ist, weiß ich, stört mich nicht. Patina. Genau. Man muss ab und zu mal die Sachen so lassen, wie sie sind. Ja, ich sage immer, die werden... Dann Anhängerkupplung hast du dran. Ja. Was hast du schon gezogen? Nix, bis jetzt nix, ne. Naja, Du bist schon Rentner? Nee. Ich bin Rentner, ja. Was hast du mal gearbeitet im Leben? Darf ich fragen? Ich habe mein Leben lang Textilien verkauft. Immer. Immer zu Textilhandel. Gelernt habe ich Flugzeugmechaniker. In Mülheim an der Ruhr habe ich den Zeppelin mitgebaut, den ersten. Du warst das. Ich war das, ja. Und dann dachte ich, durfte ich nicht mehr, ja, bin ich ja abgestürzt. Nein, Quatsch. Nein. Gelernt bin ich original Flugzeugmechaniker. Der Burkhardt. Immer in Späßchen. So, jetzt guck mal hier, die Markise ist auch noch original. Eine Fiamma. Das ist damals in den 90ern, war das so? Ja? Ja. Sagt